Das ist aber wieder eine spannende Folge des Michael Jackson Podcast. Ja, heute kam auch eine Folge vom Michael Jackson Podcast raus, in der ich zusammen mit Matthias und Jenny über The Wiz gesprochen habe. Also hört euch die auf jeden Fall an. Herzlich willkommen erstmal zu diesem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ich habe während der Podcastaufnahme vor 2 Wochen die Idee gehabt, auch ein Video zu The Wiz oder zu The Wiz Sammlerstücken zu machen, die dann am selben Tag rauszubringen wie die Podcast-Folge. Da habt ihr jetzt noch mehr Content zu The Wiz heute. Und ja, wie gesagt, das habe ich in die Tat umgesetzt. Also bleibt dran, nach dem Intro seht ihr dann einige The Wiz-Dinge. Und was ich fast vergessen hätte, am Ende der Folge sage ich noch was zu einer Verlosung. Also schaltet dann nicht ab. So, los geht's. Ich werde euch jetzt einerseits Releases zeigen, wo der Film drauf ist. Andererseits werde ich euch aber auch Releases zeigen, wo die Musik aus dem Film drauf ist. Es sind insgesamt doch relativ viele Sachen und ich freue mich sehr drauf. Starten wir mal mit dem Film. Der wurde unter anderem auf VHS-Videokassette veröffentlicht. Das hier ist eine Version aus dem UK. Die ist schon relativ früh veröffentlicht worden. Hier steht 1979 drauf. Könnte tatsächlich sein, dass die tatsächlich auch von 1979 ist und keine Nachpressung. Sieht sehr schön aus mit dem klassischen The Wiz Cover. Hier hinten ist ein kleiner Infotext auf Englisch drauf. Und wenn man das mal aufmacht, ist auch die Videokassette. Und ja, die VHS-Version von The Wiz relativ einfach zu finden. Die Qualität hier drauf ist natürlich nicht so toll, wie das bei Videokassetten ja immer der Fall ist. Kommen wir also direkt mal zu den DVD-Versionen. Hier habe ich eine Version aus den USA, die ist von 1999. Hier ist der Film dementsprechend natürlich in besserer Qualität drauf. Ist auch noch Bonusmaterial, Production Notes, Cast and Filmmakers Bios, Film Highlights, Theatrical Trailer und Weblinks. Hier ist dann die Disc und hier ist noch ein schönes Bild, wo man die ganzen Hauptcharaktere sieht. Auch Michael hier im Kostüm der Vogelscheuche. Da ich in Deutschland lebe, habe ich natürlich auch deutsche Pressungen. Die erste Pressung von The Wiz in Deutschland kam tatsächlich erst 2004 heraus. Vorher gab es auch gar keine deutsche Synchronisation. Haben sich also echt lange Zeit gelassen. Und hier ist also die deutsche DVD. Sieht dann so aus, auch mit dem normalen The Wiz Cover Artwork. Hier ist die Rückseite. Und die Disc ist hier bedruckt. Erst letztens habe ich festgestellt, dass es von dieser deutschen DVD auch noch eine zweite, sehr ähnliche, aber doch leicht unterschiedliche Version gibt. Das ist die hier von gerade und das hier ist die andere, aber die Rückseiten sind anders. Ich denke mal, die Unterschiede sind hier klar zu erkennen, halt trotzdem auch nochmal so, damit ihr noch mehr die Unterschiede sehen könnt. Durch Zufall festgestellt, dass es da noch eine weitere Version von gibt. Am interessantesten finde ich diese deutsche Version von 2019, wo eine Blu-ray von The Wiz drin ist und aber auch der Soundtrack auf 2 CDs. Mal reingucken, also das ist hier wie so ein Buch, was man so aufklappen kann. Und dahinter ist dann so ein Teil, was eben so die Rückseite überdeckt, sodass man hier noch Informationen, Barcode, Credits und so weiter drauf hat. Hier ist das Cover anders. Das ist ein Cover, was, glaube ich, nicht zum ersten Mal 2019 bei dieser Version hier genommen wurde. Allerdings trotzdem natürlich anders ist als die Cover-Artworks, die ihr gerade gesehen habt. Hier ist Michael so ein bisschen mehr im Vordergrund, wahrscheinlich zu Marketingzwecken. Und wenn man das aufmacht, dann hat man hier vorne die Blu-ray, die tatsächlich auch relativ gute Qualität hat. Und direkt hier im Anschluss befindet sich ein sehr schön bebildertes Booklet, wo ein Text drin steht, den ich auch im Podcast häufiger zitiert habe, nämlich von einem deutschen Journalisten, auch sehr lang und tatsächlich sehr schön und sehr wert, sich das mal durchzulesen. Und ganz hinten ist dann noch Plätze für 2 CDs, das ist der Soundtrack. Ich habe allerdings, weil die CDs hier immer rausfielen, das ist hier nicht so gut gemacht, habe ich mir die 2 CDs in so extra Pappcover reingepackt. Und hier ist auch noch so ein Einleger drin, wo die Tracklist von der CD inklusive der Komponisten und der Interpreten, also Diana Ross oder Michael oder wer auch immer da gerade singt, wo das alles nochmal abgedruckt ist. Eine sehr, sehr schöne Version. Blu-ray ist natürlich super mit deutscher Tonspur und die CDs auch.
aber alleine schon wegen der Aufmachung würde sich für mich das auf jeden Fall auch lohnen, die zu kaufen. Aus Deutschland gibt es die für ca. 10 Euro inzwischen, also ziemlich günstig, klare Kaufempfehlung. Das waren jetzt so ein bisschen die Standardversion. Jetzt habe ich noch so ein paar nerdigere Versionen, die ich euch zeigen kann. Der Film ist nämlich in Japan auch auf Laserdisc herausgekommen. Laserdiscs habe ich euch ja schon mal erklärt. Das ist also so ein Format, ja, wo die Discs so groß sind wie Schallplatten, aber so spiegeln wie CDs oder DVDs, auch wenn die Technik anders funktioniert. Und es gibt eben dieses japanische Set aus 2 Laserdiscs mit pinkfarbenem Ubi-Streifen, was relativ schwierig zu finden ist. Hier ist zum Beispiel auch noch so ein Einleger drin, wo die ganzen Songtexte nochmal dabei sind. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Was ich euch gerade gezeigt habe, war die Nachpressung. Das hier ist die Originalpressung von der The Wiz Laserdisc aus Japan. Die andere war von 1985 und die hier tatsächlich von 1978. Die ist sehr ähnlich, hat hier eben einen blauen und keinen pinkfarbenen Obi-Streifen. Und hier sind aber auch 2 Laserdiscs drin. Und so einen Einleger finde ich hier gerade nicht. Weiß ich gerade nicht, ob der bei mir fehlt oder ob der tatsächlich nicht dabei war. Naja, jedenfalls, das habe ich euch gerade noch nicht gezeigt. Hier ist es ein Gatefold-Cover. Hier in der Mitte ist halt so mit Pink und Weiß so ein paar Informationen auf Japanisch. Tatsächlich finde ich dieses Pink hier jetzt nicht so schön, aber doch irgendwie nochmal wert, euch das zu zeigen. Und jetzt kommen wir zu den ganz nerdigen Versionen. Es gibt nämlich auch noch eine VHD bzw. Doppel-VHD von dem The Wiz-Film. Auch aus Japan natürlich, weil VHD kam ja nur in Japan raus. Wenn ihr noch mehr zu diesem VHD-Format erfahren wollt, schaut euch das Video an, was ich zu Making Michael Jackson Thriller gemacht habe. Das ist eben so ein klobiger Plastikkasten. Und hier drin ist aber so etwas wie eine Schallplatte, nur mit Video. Ganz weird. Wie gesagt, schaut euch das Video, was ich dazu gemacht habe, an. Diese Version hier ist sehr schwer zu finden, habe ich lange gebraucht. Ist aber sehr, sehr cool, zumindest wenn man halt auf so völlig ausgefallene Formate steht, so wie ich. Hier ist auch noch so ein Heftchen drin, beziehungsweise auch nur 2 Seiten, wo noch ein paar Informationen auf Japanisch zu dem The Wiz-Film dabei sind. Genau, und ich habe schon gesagt, 2 VHD, also hier ist noch der zweite Teil des Films enthalten. Kommen wir nun noch zu der Musik. Der Soundtrack dieses Films ist auf Schallplatte erschienen. Das habe ich euch einmal hier mitgebracht. Das hier ist eine Version aus Frankreich. So sieht die Vorderseite aus, eigentlich wie der Film. Und hier auch nochmal die Rückseite. Und die hat ein Gatefold-Cover, wo man nochmal diese gelbe Straße oder dieses New York-Setting hier nochmal sehen kann. Und das sind 2 Schallplatten, weil das auch ein recht langer Soundtrack ist. Ich zeige euch mal eine der beiden Schallplatten. So sehen da also die Label aus. Ist auf dem Motown-Label veröffentlicht worden. Von Quincy Jones produziert. Die Versionen sind nicht die gleichen Versionen, die man auch im Film hört. Trotzdem ein sehr, sehr schönes, hörenswertes Album. Sehr coole, funky Tracks drauf. Und findet man auch auf Spotify oder so, wenn ihr euch die Schallplatte nicht holen wollt. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles, hörenswertes Album. Hiervon habe ich auch noch eine zweite Version, nämlich eine aus den USA. Die ist bei mir noch so halb eingeschweißt, also die Schallplatten sind entnommen worden, aber die originale Folie ist noch drum. Deswegen zeige ich euch das Gatefold jetzt hier nicht, sondern nur die Vorder- und Rückseite. Die Label sehen hier ein bisschen anders aus, sind hier so gelb. Hier gibt es die Besonderheit, dass hier noch ein paar so Gimmicks dabei sind. Hier ist einmal ein Poster dabei, so aus einer Collage von Bildern aus dem Film. So sieht das aus, ganz schön eigentlich. Dann ist hier noch so ein Merchandise-Zettel dabei. Da konnte man sich also so T-Shirts mit verschiedenen Motiven bestellen. Ich habe noch keins dieser T-Shirts jemals gesehen, fände aber eigentlich das mit dieser Krähe ganz gut. Und dann ist hier auch noch ein kleines Heft bei, wo Lyrics drin stehen und wo auch noch ein paar Bilder drin sind. Also auch sehr, sehr schön, auch mehrseitig. Zu guter Letzt kann ich euch noch ein paar Singles zeigen. Es gab von dem The Wiz Soundtrack-Album 3 Single-Auskopplungen, nämlich einmal East and Down the Road, dann aber auch noch You Can't Win und A Brand New Day. Von A Brand New Day ist gerade eine Vinyl-Single zu mir auf dem Weg. Die habe ich nach der Podcast-Aufnahme bestellt, aber ist bisher nicht angekommen. Inzwischen ist sie doch angekommen, also kann ich euch die auch doch zeigen. Mal kurz auspacken. Die A Brand New Day Single. Hier ist das Cover nicht farbig, sondern halt nur so in 2 Farben und dann Abstufung von der Farbe.
der Rückseite auch nochmal. Ich glaube, das war eigentlich mal die gleiche Farbe, aber ist hier vorne ein bisschen ausgeglichen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, hier ist aus dem The Wiz-Film der Song A Brand New Day drauf. Hier auf der A-Seite. Und auf der B-Seite Libertation Ballad, A Brand New Day. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Scheint aber eine andere Version nochmal zu sein, weil die auch fast doppelt so lang ist. Diese Single ist tatsächlich nur in den Niederlanden erschienen und war da, wenn ich mich auf Wikipedia richtig informiert habe, sogar Platz 1. Also eine ganz kuriose Sache eigentlich. Auf jeden Fall was man so der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch kaufen kann, wenn man diese Wiz-Dinge sammeln möchte. Aber jetzt glaube ich nichts, was wahnsinnig super interessant ist für viele, weil Maike da ja auch nicht solo dabei ist. Ist aber auch eine relativ leicht zu findende Single, also schaut doch mal, ob ihr die findet. Von You Can't Win sind die Versionen entweder ohne Picture-Cover, was ich nicht so schön finde, oder sehr selten. Die habe ich noch nicht. Deswegen jetzt nur Ease on Down the Road für euch. Hier hätten wir eine europäische Variante von Ease on Down the Road auf 7 Zoll Single. Auf der einen Seite ist also dementsprechend Ease on Down the Road drauf. Und auf der anderen Seite ist Poppy Girls drauf. Das ist ein Instrumentaltrack von Quincy Jones für diesen The Wiz-Film. Als zweites dann noch eine Originalpressung von der Ease on Down the Road Single in meinem letzten Video, wo ich dieses Unboxing gemacht habe. Habe ich die hier erwähnt, aber nicht gezeigt. Also könnt ihr die also jetzt nochmal sehen. Das Cover ist hier zwar ein Bildcover, aber leider nicht wirklich in Farbe, sondern nur in Blau und Weiß, was ich ein bisschen schade finde. Das ist aber eine originale Pressung der Single. Auf der A-Seite hier der Disco-Mix von Ease on Down the Road. Auf der B-Seite ein Mix von Poppy Girls, diesem Track, den ihr auch gerade schon auf der 7 Zoll Single auf der B-Seite gesehen habt. Und das letzte ist das, was ich in meinem letzten Video schon gezeigt habe. Das hier ist eine Nachpressung der Ease on Down the Road Single, aber dafür mit Picture Cover. Beiden Seiten auch das gleiche Cover, Artwork. Hier zeige ich euch auch noch mal kurz die Labels. Die sind eben auch wieder so blau mit Regenbogen. Auch hier die Disco-Version auf der A-Seite und Poppy Girls auf der B-Seite. Und das letzte zu den The Wiz Songs ist dieses Notenbuch hier. Ich glaube, mein zweites Video, was ich hier auf diesem Kanal gezeigt habe, da ging es um Notenbücher, also sogenannte Songbooks. Das sind also Bücher, wo Noten drin sind. Und zwar sind das dann meistens Klaviernoten mit Melodie und also Gesang sozusagen. Und dann sind da noch so Gitarren-Griffbretter obendrauf. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wann das erschienen ist. Ich kann nur sagen, wo das erschienen ist, nämlich in den USA. Das ist aber definitiv nicht 1978 erschienen, denn hier oben sind Barcodes drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es davon eine originale Version von 1978 gab, die dann aber nochmal irgendwann neu aufgelegt wurde. Und wie gesagt, hier steht nirgendwo drin, wann genau diese Version veröffentlicht wurde. Hier sind also von allen oder den wichtigsten The Wiz-Liedern die Noten drin. Unter anderem eben auch von A Brand New Day, von Ease on Down the Road und auch von You Can't Win. Hier zum Beispiel einmal zu Ease on Down the Road. Ist tatsächlich ziemlich cool, das so als Noten zu haben. Und wenn ihr Musiker seid oder wenn ihr auch nur gerne mal in Noten reinschaut oder auch einfach nur sowas gerne sammelt, dann auf jeden Fall klare Empfehlung, sich das zu kaufen. Das ist ein sehr, sehr schönes Songbook. Und es gibt's, weil es leider nur in den USA erschienen ist auch nur von dort. Und man muss eben viel Versand bezahlen und eventuell noch Zollgebühren. Aber dafür kostet das Buch selbst meistens nicht so viel. Also haltet da doch mal nach Ausschau, wenn ihr das gerne haben möchtet. Zurück nochmal zur Verlosung. Wie schon am Anfang des Videos angekündigt, verlose ich etwas. Und zwar diese The Wiz DVD. Eine deutsche Version mit Regionalcode 2. Das heißt, die könnt ihr abspielen, wenn ihr in Europa oder in Japan seid. Und ansonsten ist es mit Sicherheit auch ein gutes Sammlerstück. Tonspuren sind hier auf Deutsch, Englisch und Französisch und Untertitel auf Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Niederländisch, Ungarisch und Polnisch. Und ihr könnt teilnehmen, indem ihr entweder unter dieses Video kommentiert, dass ihr gerne teilnehmen möchtet. Und ihr könnt aber auch teilnehmen, indem ihr an mail@wilimir.de eine E-Mail schreibt, in der ihr schreibt, dass ihr teilnehmt. Ich möchte euch aber bitten, nur einmal teilzunehmen, weil das sonst ungerecht ist. Also schreibt einen Kommentar oder schreibt eine E-Mail und dann werde ich in
einem meiner nächsten Videos dann auslosen. Also werde ich hier in so einer Box sitzen, wo so Zettel drin sind. Und die Person bekommt dann aber auch noch eine Nachricht, sobald ich die Kontaktdaten von der Person habe. Ich freue mich sehr, wenn ihr mitmacht und ihr bekommt das dann natürlich, wenn ihr gewinnt, auch kostenlos zugeschickt. Also ich will keine Portogebühren oder so von euch haben. Nein. Egal wo ihr wohnt, auch weltweit, kriegt ihr das dann kostenlos von mir zugeschickt. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr den The Wiz-Film findet und wie ihr die Musik findet und welche Releases ihr davon vielleicht auch in eurer Sammlung habt. Gebt meinem Video sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut, zumindest wenn ihr Deutsch versteht, unbedingt mal bei dem Michael Jackson Podcast rein und hört euch die heute erschienene Folge zum The Wiz-Film an. Da erzählen wir noch ganz viel zu den Hintergründen von The Wiz, was ich heute in diesem Video nicht untergebracht habe. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.